Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch von der Hohen See. Und jetzt habe ich auch festgestellt, wie man das Ganze direkt ordentlich dreht, ohne dass einem schwindelig wird. Ihr seht, ich habe den Zahnarzt überlebt, deshalb habe ich frisch gepresste Themen für euch. Avios kaufen bei Finnair mit 50% Bonus, lohnt sich das? Bin ich heute gefragt worden. Sage ich euch gleich, was ich dazu denke. Dann geht es so, dass Lufthansa sich ja bei der TAP vorgestellt hat. Hat hier erzählt, dass Carsten S. aus M in Porto vorgetanzt hat, oder was, Lissabon. Und wir haben Menschenschmuggler, die einen EasyJet-Flug verzögern. Das ist ein Thema, was mir aufgefallen ist, mehrfach. Deshalb müssen wir darüber sprechen. Und Air India Boeing 787 landet in Russland. Anscheinend ist das ein echtes Thema. Dieser Flieger ist aber Gott sei Dank nicht stecken geblieben. Deshalb ging das mit dem Flug da auch relativ schnell weiter. Und wir haben nochmal World of Hyatt. World of Hyatt. Einige Kunden von uns haben da Probleme mit der Gutschrift. Hyatt hat sich dazu mal ausgekotzt, wo das Problem liegt. Ihr an dieser Stelle wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber natürlich auch Kanalmitgliedschaft und andere Sachen, damit wir den Content so weiterhin so liefern können. Ich bin wie gesagt auf der Hohen See, bin wieder auf dem Weg nach Helsinki, plane noch ein paar Sachen und dann geht das auch Vollgas hoffentlich nach Amerika nächste Woche. Und wir können jetzt anfangen. Was haben wir denn jetzt? 1 Minute 36. Das heißt also Lufthansa. Und zwar das erste Thema, was wir haben, ist halt Carsten Spohr, der in Lissabon vortanzt. Und das ist ein echtes Vortanzen gewesen. Denn wir hatten ja gehört, dass die Lufthansa jetzt, nachdem sie ja die ITA in trockenen Tüchern hat, sich für 19,9% der TAP interessiert, auch für einen interessanten Preis aus deren Sicht. Und am Montag war es halt so, dass Joaquim Mirinda Sarmento, so ist es richtig, Carsten S. getroffen hat aus M und dann sie besprochen haben, was sie da veranstalten. Und jetzt kommt die Wirtschaftszeitung Echo, keine Ahnung, wo die herkommt, hat gesagt, Zitat, es war eine Präsentation der Absichten. Und natürlich ist das so, dass man diese 19,9% nur haben möchte, damit man wieder nicht so ein Thema hat mit der Frau Verstager. Da hat man anscheinend ein Trauma abgeholt und hat festgestellt, das ist gar nicht so toll, wenn man da in Brüssel festhängt und wollen trotzdem halt die Kontrolle auf TAP ausüben, was ja mit 19,9% durchaus schon reicht. Und dann übernimmt man wahrscheinlich auch Miles & More und so weiter. Also da gibt es noch einige Synergien. Gibt es einen Anruf, den muss ich direkt abmelden. Und interessanterweise ist natürlich so, dass man auch Wettbewerber hat. ECO sagt, dass die Regierung in Lissabon den formellen Beteiligungsprozess noch 2024 starten möchte. Neben Lufthansa werden natürlich auch IAG und aber auch die KLM Air France kommen. Die kennen das ja schon, wissen, wie es geht und geben da wahrscheinlich auch Vollgas. Und jetzt gibt es noch was anderes. Denn es geht hier wirklich nur darum, dass aus strategischer Sicht interessant ist. Das hat auch der Air France KLM-Chef Ben Smith im Juli gesagt, dass ein Szenario, die zum Ausbau unseres Netzwerks durchaus passen könnte, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Ja gut, hier ist ja jetzt nichts Neues gesagt worden, in der Form, dass Rahmenbedingungen natürlich immer passen sollen. Aber ich muss ehrlicherweise bei den Stimmen sagen, die halt sagen, ja, Lufthansa hat zu viel Geld, die geben zu viel Geld aus. Irgendjemand hat auch irgendwo geschrieben, Lufthansa hat 10 Milliarden verballert. Das sind alles so Äußerungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, die 10 Milliarden sind die 9 Milliarden, die der Staat irgendwie wahrscheinlich während Covid gegeben hat. Wobei die ja komplett zurückgezahlt worden sind mit Zinsen. Und ich glaube, 1,5 Milliarde hat der Staat, glaube ich, auch an den Aktienpaket noch gewonnen. Also das heißt, für den Staat war die Lufthansa-Aktion ein geiler Vorteil. Ich persönlich bin da ein bisschen gespalten, wenn Lufthansa auf Einkaufstour geht. Auf der einen Seite will ich, dass die Lufthansa eine starke europäische Fluggesellschaft ist und dann sich nicht von anderen die Butter vom Brot nehmen lassen muss. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir auch die Marktmacht der Lufthansa nicht zu sehr stärken, dass man halt da wirklich in so einem Oligopol ist, wo nur noch wenige große sind. Wir haben das ja, merken das ja an den Tankstellen und so weiter, wenn man mit Tankfirmen zu tun hat, Aral und wie sie alle heißen. Und das ist halt nie gut. Also insofern 2 Seelen in meiner Brust und einige hatten von euch auch gesagt, dass man die TAP nicht übernehmen sollte, weil die Lufthansa erstmal ihre eigenen Baustellen klarkriegen muss.
Ja, ist manchmal so ein Thema. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Wir haben ein Thema Menschenschmuggler. Und zwar ist das deshalb ein Thema, weil ein EasyJet-Flug aus Athen 2,5 Stunden Verspätung hatte, weil da viele junge Männer waren, die mit Pässen oder beziehungsweise mit Visa da waren, die nicht wirklich irgendwie legitim waren. Und zwar geht es sich da um den EasyJet-Flug U27380. Das war ein 319er, der am 22. August direkt nach dem Einsteigen für Probleme sorgte. Da gab es halt Unruhe. Und wie es dann weitergeht, irgendwas war am Flughafen von Athen falsch gelaufen. Die Zahl der Personen im Flugzeug stimmte nicht mit der Passagierliste überein. Das ist einmal das Thema. Und dann war das so, dass man dort Leute, als man die Bordkarten überprüft hat, gefragt hat, welche Reisedokumente sie haben. 2 Stück davon. Und die Angestellten waren wohl etwas aufgeregt. Das andere, was auffallend war bei dem Flug, ist, dass das Ganze noch nicht vorbei war. Die Crew rief wegen der Unstimmigkeiten natürlich die Polizei. Die haben dann die Reisedokumente der Passagiere kontrolliert, strichprobenartig. Und dann fand man noch 2 weitere Reisende, bei denen die Dokumente auch nicht in Ordnung waren. Und dann ist es halt wirklich so, dass es halt junge Männer waren, bei denen das Problem auftritt. Und alle anderen Reisen sind dann nochmal ein- und ausgestiegen und dann gab es halt die Verspätung von 2 Stunden und etwas mehr. Ja, das ist halt natürlich ein Problem. Das ist eine Reise, reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Der Flug war übrigens nach Mallorca, also von Athen nach Malle. Und infolgedessen, wenn die Passagiere alle Flugzeug verlassen, bla bla bla, wurde halt nochmal gesagt, warum das so ist. Und es ist so, dass es ein Problem ist, dass viele Leute es trotzdem an Bord schaffen, obwohl sie halt nicht in der Art und Weise das legal dürfen. Und Athen ist leider ein Hotspot. Ich merke das auch immer wieder selber, wenn ich aus Athen nach Frankfurt fliege, wie oft die Flüge dann so abgefertigt werden, dass 4 Zöllner bzw. 4 Bundespolizisten da stehen und den ganzen Flug kontrollieren und alles sich anschauen. Menschenschmuggel ist anscheinend im Moment ein Riesenthema, weil natürlich es wesentlich einfacher ist als auf dem Fußweg und wir keine Kontrollen haben in Schengen und Griechenland ist Schengen. Mir ist auch aufgefallen übrigens, als ich nach Griechenland mehrfach eingereist bin, von Dubai zum Beispiel kommend oder woanders her außerhalb Schengens, dass deutscher Pass gezeigt, teilweise haben die sogar, kannst durchgehen. Also das heißt, der Pass ist noch nicht mal kontrolliert worden. Und das ist natürlich dann immer so eine Sicherheitslücke. Wer weiß, ob das überhaupt mein Pass war, ob das nicht ein Pass war, den ich gefunden habe. Gut, ich sehe natürlich ein bisschen mit meiner weißen Haut nicht unbedingt aus wie ein typischer Asylant, aber ich könnte ja trotzdem illegal in irgendeiner Art und Weise sein und einfach nur Glück haben, dass meine Hautfarbe eher einem Deutschen passt oder sowas. Also das ist ein Riesenthema und deshalb muss man halt wirklich dieses Thema besprechen, Menschenschmuggel und so weiter. Auch für Fluggesellschaften ist das ein Riesenthema, weil es auf einen Seite, wenn sie Leute irgendwo hinbringen, Amerika oder sonst wo, da ist es teuer, wenn du Leute bringst, die kein Visum haben. Das hat mit Schmuggel nichts zu tun, das hat aber schon damit zu tun, ob man die Einreiseformalitäten erfüllt. Und das ist auch der Grund, warum viele Probleme haben am Flughafen, weil die Leute halt einfach 3-mal kontrollieren, bevor eine Strafe gezahlt werden sollte, weil sie halt keinen Bock haben, eine Strafe zu zahlen. Logischerweise hätte ich ja an deren Stelle auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deshalb wird kontrolliert, aber das innerhalb von Schengen, das dann auch so schamlos ausgenutzt wird, dass man dann quasi die Dublin-Regel umgeht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch hübscher auf Malle als auf in Athen. Ne? Also das ist vom Wetter her im Moment wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ein großer Unterschied ist für den einen oder anderen. Ich mag Athen mehr als Mallorca. Ich kann es also nicht nachvollziehen, aber ihr könnt ja die Frage des Tages beantworten und zwar, die Frage des Tages ist, achtet ihr auf solche Sachen wie Menschenschmuggler? Habt ihr spezielle Sicherheitsmaßnahmen mitbekommen, so wie ich das hatte bei der Ankunft oder so weiter? Da könnt ihr unten rege kommentieren, wie das tut. Danke dafür für eure Kommentare, denn jeder Kommentar, jedes Like ist natürlich wie immer Balsam für meine Seele und quasi ein Lob. Wir gehen weiter zum Thema Boeing 787 landet ungeplant in Russland, in Moskau, um genau zu sein. Das ist eigentlich keine Meldung wert, aber es ist eine Meldung deshalb wert, weil das Flugzeug in Moskau ein Problem hat. Und zwar aus 2 Gründen sind Landungen in Russland ein Problem. Ersatzteilversorgung, westliches Flugzeug, klar, gibt es nicht. Und das andere ist, was ist mit Passagieren an Bord? Und dieser Flug hier sollte gehen von, was war das hier, nach Birmingham.
Und interessant ist halt auch, dass der Flieger, ein Airbus, Airbus sag ich schon, eine Boeing 787 AI-113, da dann gelandet ist, dann war das Problem relativ schnell gelöst worden, Gott sei Dank. Das war bei dem Fall, ich weiß gar nicht, was waren das, technische Probleme. Man hatte also nicht gesagt, was es war. Zumal man ja auch eine 777 hatte, da war Feuer an Bord, glaube ich. Da hatte man halt im Frachtdeck auf dem Flug nach San Francisco ein Thema. Und natürlich auch, das war noch ein anderer Flug, ich glaube, das war ein Airbus, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß aber auch nicht mehr genau. Und das ist halt ein Riesenthema und deshalb verstehe ich natürlich, dass für die, wenn sie nach Birmingham oder sonst was fliegen, weil es die kürzeste Route ist von Indien aus, wahrscheinlich, dass sie das machen. Aber auf der anderen Seite muss man dann halt sagen, für viele Leute ist so ein Flug natürlich dann nicht wahrnehmbar, weil es halt ein Risiko birgt. Ich sage, ich weiß nicht für mich, ob das als Deutscher ein Problem ist. Aber man hört ja immer wieder so Dinge und da könnt ihr ja sagen, ob ihr damit Erfahrung habt oder ob ihr da Angst habt bei dem Thema, dass ihr quasi als Geisel genommen wird. Man hört ja immer wieder, zum Beispiel auch in Russland, dass sie halt Sportler und so weiter als Geisel neben Gerichtsurteile machen, die dann in den Knast bringen, um die dann zum Austausch zu nutzen gegen Tiergartenmörder und wen auch immer. Also solche Sachen, und da können wir nochmal drüber sprechen, inwieweit man da vorsichtig sein muss und inwieweit einem so eine Route dann durch den Kopf geht. Also ich habe mir da bis jetzt keine Gedanken gemacht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Wir gehen jetzt weiter auf das Thema World of Hyatt. Und da ist es so, dass bei dem Thema World of Hyatt dort ein Problem im Moment besteht, das haben einige unserer Kunden gesagt, und zwar, dass die Stays nicht posten und die Punkte nicht kommen. Normalerweise rufst du bei Hyatt an, sagst, hey Moinsen, Problem mit meinem Punktegutschrift, die schreiben das gut, das geht ruckzuck, also das heißt, das kommt direkt in der App danach, einmal refreshen, ist das nach dem Call direkt erledigt. Aber in dem Fall ist das nicht, die haben ein Update gefahren, und zwar für alle Aufenthalte um den 28. August herum, brauchen etwas länger, weil es einen Fix geben muss. Und sie können halt nicht das manuell machen, weil die Hotels, die normalerweise 72 Stunden nach dem Aufenthalt die ganzen Daten bringen, inklusive Rechnung. Das heißt also, sie ziehen sich dann die Rechnung von dem Hotel und gucken, alles klar, hat übernachtet, okay, das waren die Kosten, steuern ab und dann geht's los. Das nur so als Erklärung, dass es dort halt ein Problem gibt. Ist natürlich doof, weil da muss man sich das so Wiedervorlage legen und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich persönlich hasse das ja immer, wenn ich zum Beispiel solche Aktionen habe, nach 100 so und so vielen Tagen, das war ja auch bei der Flixbus-Aktion, glaube ich nach 4 Monaten oder was, keine Ahnung, dass man da so lange drauf warten muss. Da habe ich doch schon vergessen, dass das ein Problem ist und ich sage jetzt mal nicht kokett, dass die das absichtlich machen, damit die Punkte nicht gut schreiben müssen. Aber das ist auch etwas, was ich halt wirklich hasse, wenn man halt diese Punktegutschriften immer so lange nachverfolgen muss und dann hat man teilweise die Sachen nicht auf Kette, vergisst es, verdrängt es. Und da könnt ihr auch nochmal beantworten, ob ihr auch solche Fälle hattet, wo Punktegutschriften nicht gekommen sind und ihr damit auch dann Stress im Nachhinein hattet. Das letzte Thema, was wir heute haben, ist das Thema Avios. Und zwar habe ich einen Kollegen gehabt von euch, der mich angerufen hat. Rufnummer ist übrigens hier. Muss ich die Hand wechseln? Da, glaube ich, da irgendwo. Ist das hier? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich mache immer so, also muss es hier sein. Ich habe diesmal keine Lampe als Referenz. Auf jeden Fall, der Kollege hat dort gefragt, soll er die Avios kaufen? Und da muss man jetzt die Frage ehrlicherweise mit Nein beantworten. Warum 50% Rabatt hört sich natürlich auf dem ersten Ding relativ viel an. Man kann 200.000 Avios maximal kaufen, 100.000 als Bonus sind 300.000, aber die kosten mittlerweile 4.200 Euro. 4.200 Euro. Ich habe, glaube ich, 2.000 irgendwas bezahlt, 2.000 paar kaputte. Und wenn man jetzt die Preise sich anguckt, dann ist das wirklich so, dass wir am Anfang des Jahres ja auch schon mal dort Aktionen hatten und da gab es ja sogar 70%. Und wenn wir ganz nach vorher gehen, vor Avios-Zeiten bei Finnair, da war es ja eben noch billiger. Heißt also, jetzt in der Aktion ist es halt 1,4 Cent pro Avios. Davor waren es 1,26 bzw. 1,24 Cent. Und vor der Avios-Umrechnung waren es nur 97 Cent, als die Aktion dort war. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, natürlich, das ist ja komplett Banane. Die sind zu teuer. Und zumal man Avios auch billiger bekommen kann,
Amerikanische Kreditkarten erspare ich euch. Auch hier die Nummer könnt ihr nutzen, wenn ihr amerikanische Kreditkarten haben wollt. Und das andere Thema ist, und das muss man ja auch dann sagen, über BA. BA bringt sie billiger. So einfach ist das. Also hier ein klares Nein. Nicht kaufen. Wir gehen jetzt natürlich wieder mit der Sendung zum Ende. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt, aber ihr wisst ja, wenn ihr regelmäßig zuschaut, dass zuerst nochmal die Frage des Tages kommt. Schaut ihr bei euren Flügen auf diese Menschenschmuggler, auf sowas? Achtet ihr darauf, auf solche Signale oder nicht? Ist euch da mal was aufgefallen? Habe da mal Crew was gemeldet, zumal ich weiß gar nicht, ob ich das eben gesagt habe, die Crews werden ja auch darauf trainiert. Und dann die andere Frage ist, habt ihr auch schon mal solche besonderen Sicherheitskontrollen erlebt? Zählt auch zum Beispiel zur Fußball-EM, glaube ich, war das gerade, wo man dann auch eine spezielle Ankunft hatte, wo man aus Schengen kam und dann auch durch die Kontrolle musste und dann mit dem Bus gebracht worden ist. Also hier eure Fragen, eure Antworten zu meiner Frage. Jetzt aber danke, dass ihr heute wieder hier bei Frequent Traveler TV mit dabei wart, den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt. Ich lasse euch jetzt alleine wie immer mit dem schönen Blick auf die See und ihr werdet dann so ein bisschen beschaulich und ich drehe es einfach um. Also bis dann, ciao, ciao und bis morgen.